Willkommen zurück, liebe Freunde. Ich möchte das heutige Video mit einem Zitat von Rita beginnen. Und zwar hat sie am Ende des letzten Videos gesagt, alles, was schlecht beginnt, hat ein gutes Ende oder so irgendwie. Wir sind übrigens in der Nähe des Zoos, also ihr könnt euch schon freuen. Kurze Side-Story noch von mir, weil ihr hoffentlich nichts anderes zu tun habt. Ich bin, als wir vor mittlerweile fast 2 Jahren geheiratet haben, ziemlich gleich nach unserer Hochzeit wieder zu Hause bei meinen Eltern eingezogen, weg von Rita. Fast 150 Kilometer weg. Wir haben dann von eigentlich Tag 0 oder Tag 1 nach unserer Ehe wieder eine Fernbeziehung geführt. Und ja, also die Ehe hat so mehr oder weniger schlecht angefangen, aber wie ihr seht, blendend geendet. Wunderbar. Also Rita ist zufrieden, eine der zufriedensten Frauen auf der Welt, falls es so etwas gibt. Hätte es nicht besser erwischen können. Und ja, also nur kurz davon, wahrscheinlich hat euch das gar nicht interessiert, aber egal. Und ich wohne wieder bei ihr, also kein Problem. Das hatte damals andere Gründe. Erzähle ich euch mal privat. Und ich glaube, wir haben heute etwas vor beim Zoo, wenn ich mich nicht täusche. Und gleich vorweg, ich habe kein einziges Teil in der Hand gehabt beim Zoo. Und zwar waren es Rita, also wenn es euch nicht gefällt, möchte ich sagen, Rita und Ritas Mutter haben hier weitergebaut. Ja. Und wir schauen uns jetzt mal an, was es hier so gibt. So, willkommen Rita. Okay, ja, es hat sich einiges getan. Ich starte vielleicht mal mit dem, was wir eigentlich schon hatten, aber dann noch umbauen mussten, nämlich den Flamingo-Teich. Er ist endlich erneuert, das Wasser. Kommst du auf die andere Seite, dann sprichst du schöner ins Mikrofon. in das Mikrofon. Ja. Der Flamingo-Teich hat sich gemausert, würde ich sagen. Er ist noch nicht ganz fertig. Ihr seht es hier. Speziell fehlen uns da noch einige Log-Pieces wieder. Der Bricklink-Händler hatte leider keine. Christoph das so schön sagt, die Log-Pieces. Die fehlen uns noch, aber an sich... Die Mauer auch verwendet werden. Aber an sich, finde ich, schaut das schon mal ganz gut aus. Nämlich hier ist jetzt das Wasser, also man sieht das Wasser. Denn das Problem letztes Mal war ja, dass wir gefilmt haben und auf einmal habe ich durch die Kamera durchgesehen, dass man das überhaupt nicht sieht und es stimmte auch. Also das war jetzt nicht irgendwie, sehr schön. Also es ist noch eine Schicht Dark Azur unter die Wasserfliesen gekommen. Ja. Und das Wasser sieht jetzt auf jeden Fall viel frischer aus. Ich war am Anfang eher dagegen, weil ja dadurch das Wasser jetzt noch um eine Plate höher ist, aber wir müssen uns da irgendwie rundum schummeln. Ihr seht es. Funktioniert eigentlich ganz gut und der Flamingo-Bereich ist jetzt schon fast fertig. Ich finde, das ist jetzt schon fast Milchstandard oder wie? Genau, alle reden drüber. Bald bei Milchstandard. Genau. Falls ihr euch fragt, nein, das kommt nicht in unsere Stadt, außer ihr baut uns das. Dann dürft ihr gerne kommen und hier euch verwirklichen. Die nächsten Jahre verbringen und das machen. Genau. Und was sehen wir hier noch? Was sehen wir hier noch? Ich würde sagen, wir schwenken dann hier mal rüber. Das ist noch nicht fertig. Der Streichelzoo wurde auch etwas weiter gemacht. Übrigens, meine Mutter hat das gemacht. Sie hat gemeint, hier braucht man etwas Gras drunter. Das hätte jetzt eigentlich auch wieder heruntergeklappt werden sollen. Hamstern oder was das sein soll, Meerschweinchen. Ja. Wirklich grandios was getan hat sich nicht. Sie haben Blumen bekommen, wieso auch immer. Aber gut, ich habe das dann nicht in Frage gestellt. Sie hat sich da verwirklicht und hat gesagt, die brauchen hier ein kleines Pflänzchen. Wie wir da jetzt noch weitermachen, keine Ahnung, ob das hier auch hinten offen bleibt und unsere Hühner und sonstiges nicht eingesperrt werden und die Katzen da bei den Hühnern... Ich habe noch nie einen Streichelzoo gesehen, wo man Katzen streicheln kann, aber sehr interessant. Ja. Und was ist das hier? Ein Turm aus Heu, ja, genau. Das sind die Heusteine, ja. Die gehören natürlich auch noch aufgeteilt, nehme ich an. Die werden verteilt, aber hat sich noch nicht ergeben. Das ist mal unser Streichelzoo. Wie gesagt, der ist noch nicht fertig, aber gut, es hat sich schon mal ein bisschen was getan. Was wir jetzt auch noch haben, vielleicht wenn du hier ein bisschen hier rüber schwenkst, ein kleines Detail. Wir haben jetzt auch Trinkbrunnen in unserer Stadt. Diesen Trinkbrunnen gab es in diesem neuen Polybag, das wir sehr, sehr super finden, wo 2 Figuren drinnen sind. Ich hole mal schnell das Polybag. Rita holt das Polybag. 3 so Trinkbrunnen aufgestellt im Zoo. Ja. Übrigens, das Hochhaus ist jetzt weg, weil ich daran gearbeitet habe. Dazu gibt es demnächst wieder ein Update. Ja.
Rita kommt mit dem Polybag wieder. Das ist einer der grandiosesten Polybags, die wir in letzter Zeit gekauft haben, weil hier sind 2 Figuren drinnen und eben dieser Trinkbrunnen und eine Lampe, was auch immer, das ist jetzt nicht der Burner, aber gut. Eine Halfpipe für Skateboarder. Aber trotzdem, also ich finde sehr viele Teile. Schon ein Polybag mit 2 Figuren finde ich total cool. 2 Kindern noch dazu, die kurzen Beine sind immer eher teuer. Ja. Und hier hinten ist noch so eine Art Ringelspiel, so ein kleines Spielplatz-Ding. Genau, also die 30,588, ein sehr super. Wir wärmstens empfehlen, hat es bei uns bei Müller gegeben. Genau. 3,99, ein wirklich cooles Set. Genau. Ja. Weiter im Programm. Ich denke, bei den Elefanten hat sich jedenfalls, soweit ich das sehe, jetzt nicht viel getan. Futtertröge haben sie bekommen. Hier hinten noch 2 dazu. Und auch neue Mitbewohner, nämlich die Faultiere, hängen jetzt hier in den Bäumen herum. Ich glaube, der eine möchte sich auf den Elefanten draufschwingen, damit er mal schneller unterwegs ist. Mal schauen. Ja, und die Bäume blühen jetzt. Also es hat sich auch meine Mutter getan. Es wird also sehr bunt, ja. Dann gehen wir weiter im Programm. Ich weiß nicht, was du sonst noch herzeigen kannst. Was wir jetzt auch noch neu haben, ein Detail vielleicht hier drinnen. Wir haben jetzt erstens mal einen neuen Tiger, nämlich den vom Jasmin-Set, Jasmin und Mulan-Set. Oh, dann muss das das ist der hier. Der ist nur neu aufgestellt, aber das ist kein neuer. Naja, egal. Stimmt, der ist ja aus einer Orient Expedition Serie. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Genau, den habe ich zuerst nicht gesehen, weil da ja die Bäume drunter sind. Genau. Ja. Der ist jetzt neu hier aufgestellt und der wohnt jetzt mit dem, glaube ich, Geparden zusammen. Übrigens auch hier ein paar neue Sträucher habe ich hier aufgestellt, damit das alles langsam ein bisschen wohnlicher aussieht quasi bei unseren Kätzchen. Und hier ein Springbrunnen, den hat sich meine Mutter auch gewünscht. Sie hat gesagt, die Kätzchen brauchen ja auch ein Wasser und deswegen, ist da jetzt hier ein Springbrunnen. Ich möchte noch eigentlich, was ich nur sagen wollte, was ich noch machen wollte, ist, wir haben hier den hinteren Bereich, das ist natürlich ein bisschen gefährlich, dass die Kätzchen hier nicht über die Zäune springen, aber ich möchte hier eigentlich, wo dann die graue Bodenplatte kommt, ihr seht es, noch ein bisschen was aufmauern, damit das hinten ein bisschen schicker aussieht, aber natürlich fehlen auch die Gebüsch und Pflanzen hier. Genau. Sieht sehr nett aus. Hier haben wir den Zoowärter, der hier eine Ratte ins Gehege bringt. Was wird nicht gefressen. Was ich so cool finde, das ist ja einer von unseren Einwohnern, ich glaube Schumacher oder so war der Name. Ich bin ja mit Namen eigentlich sehr schlecht, aber ich erinnere mich an die Story. Er lebt noch immer, also er ist noch immer da. Ich glaube, der kann gut mit Kätzchen. Und hier draußen habe ich dann noch 2 Mädchen aufgestellt. Die eine ist so schockiert, dass eben er hier das Kätzchen mit der Ratte füttert. Deswegen schaut sie da ganz entgeistert. Und was ich auch nett finde, ist diese kleine Dame hier, die ist ein großer Tiger-Fan, deswegen steht sie auch hier und schaut sich das Kätzchen an und hat sich auch selbst hier das Gesicht bemalen lassen. Ganz cool. Genau. Ja. Dem geschulten Bricks Go Wild Zuschauer fällt natürlich auch sofort auf, dass wir hier jetzt eine neue Absperrung zwischen den Gehegen und auch von den Gehegen zu den Gängen haben. Aus wahrscheinlich Gründen der Nichtverfügbarkeit von Lockpieces wurden hier jetzt diese Fensterteile verwendet. Ich finde das eigentlich ganz cool, das war auch beim alten Zoo von Jane Bricks so. Der hatte auch so durchsichtige Glaswände und oben drüber dann noch einmal eine Reihe oder 2 Reihen Bricks. Ja. Wir werden uns das ansehen, wenn wir wieder genügend Lockbricks haben. Dann müssen wir sowieso ein bisschen umbauen. Genau, da hat nämlich meine Mutter überlegt, ob wir nicht diese Zäune verwenden, die wie Gitterstäbe aussehen, quasi diese hier in Grau. Doch wenn man die so hoch aufbaut, das ist natürlich möglich, aber dann verdeckt man sich sehr die Sicht. Was ich hier nicht so schlimm finde, also hier finde ich das voll okay, wenn das nicht so hoch ist und auch mit dem Gold sieht das, finde ich, ganz cool aus. Aber wie gesagt, wenn das so hoch ist, verdeckt man sich mehr, als es eigentlich sinnbringend ist. Deswegen eher, hätte ich gesagt, verwenden wir hier die Fensterscheiben. Deswegen wurde das jetzt auch wieder abgebaut. Ja. Also das ist, was ist das hier? Wir haben hier ein Treffen von Videofreunden. Also,
Ich weiß, meine Mutter hat hier gewütet. Sie wollte unbedingt quasi eine kleine Kids-Area machen, wo man ein Meet and Greet mit den Videofiguren hat, also mit den Tieren quasi, die man dann, wo man hier Fotos machen kann oder auch... Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber hier war ja eigentlich noch die Tigergeschichte, oder? Das Tigergehege war noch bis hier bei den Krokodilen, oder? Ja. Aber es wurde umgebaut und jetzt schnuddeln hier die Kinder quasi, also die kuscheln hier oder machen eben Fotos. Und dann haben wir auch 2 Väter, die sehr engagiert sind. Der eine macht Fotos und der andere hält gerade Getränk und Eis. Finde ich ja an sich eine ganz nette Sache. Ob wir es so lassen, irgendwie ist es noch nicht ganz stimmig. Kommt auch das Lama um die Kurve. Ist ein bisschen zu spät für die Fotosession. Also ich bin gespannt, wie das dann weitergeht. Aber sie wollte unbedingt eine Kids Area, von dem her ja. Übrigens hat sich auch hier eine Videofigur verirrt, die für diesen Stand hier Werbung macht für das Eis. Denke ich mir, das ist ganz okay. Ja, ist okay. Cooles Grünzeug auf jeden Fall bei den Krokodilen. Sehr cool, hier hat sich auch ein bisschen was getan. Und zwar haben wir hier jetzt diese Blätter, die relativ selten sind, zweimal. Und diese Palme aus dem Skateboard-Park, aus der City-Serie mit 2 Tukans obendrauf. Sehr nett geworden. Und ich muss sagen, wirklich professionell installiert, diese Palme, wer das wohl gemacht hat, ach, ich glaube, das war ich, mit so einem... Sicher eine illegale Bautechnik. Ja, mit so einem Hinge-Plate oder wie man das nennt, das man so kippen kann, das ich auch für diese Schilder verwendet habe, habe ich hier auch verwendet, damit das quasi gerade rauf geht, damit dann auch die Tukans hier nicht so schief am Baum sitzen. Ganz klar, ja. Genau. Dann haben wir hier, wo ich eigentlich vorgehabt hätte, ein neues Gehege vielleicht für Dromedare oder Kamele zu bauen. Ja. Jetzt etwas anderes. Bitte klären Sie uns auf, Frau Kollegin, was ist das hier, was wir vor uns haben? Also einerseits hier mal dieses neue Aquarium, dieses runde, mit vielen Teilen von unserer lieben Petra. Also danke nochmal an dich, dass du uns da so super Sachen geschickt hast. Sie hat gesagt, das sind aus dem Ariel-Set Teile, die wir hier eben zu einem neuen Fischaquarium zusammengesteckt haben. Und das sind dann vielleicht so super spezielle Fische oder sowas. Keine Ahnung. Was ist denn hier drin? Seepferdchen oder was sehen wir hier? Fische, Seepferdchen und Muscheln. Ach ja. Aber vielleicht vertragen sich die nicht mit den im Großen, weil die einen anderen Salzgehalt brauchen, man weiß es ja nicht. Oder Süßwasser-Seepferdchen gibt es ja vielleicht auch. Okay. Und wir sehen hier eine niedergerissene Wand vom normalen Zoo zum Aquarium. Genau. Auch eine sehr illegale Bautechnik, nämlich hier, wenn Sie das sehen, das ist eigentlich gar nicht angemacht. Aber ich wollte das so verwenden mit diesem schiefen Teil hier. Deswegen habe ich das hier nur so rangestellt. Kann man ja vielleicht so Hinges verwenden. Und es ist auch schon eine Familie da, die das super findet. Ihr seht, das ist das Mädchen aus dem Polybag, genauso wie der Junge. Und die sind hier, denn das ist so quasi so eine Art Touchy Area, also wo man die Tiere dann auch angreifen darf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wie so ein kleines Aquarium, wo man im seichten Wasser dann die Sachen angreifen darf. Das ist eben hier gebaut worden. Ich finde, das ist eine neue Idee, eine sehr nette Sache. Und auch hier wieder ein Trinkbrunnen, übrigens genauso wie hier drüben. Genau. Das war's eigentlich mit den Updates, glaube ich. Sehr viele Updates. Also ihr seht, wenn mal gebaut wird, dann wird richtig gebaut. Und Christoph kommt mit einem Müllsäckchen. Ein letztes Update habe ich noch für euch, liebe Freunde. Und zwar haben mir einige von euch geschrieben, dass die Tiere zwar sehr teuer sind, aber sie finden die Idee eines Kamelgeheges super. Okay. Das hat sich jetzt zwar wieder erübrigt, denn das Kamelgehege wäre hier hingekommen, wo jetzt die Unterwassergeschichte ist. Aber ihr wisst, ich bin mir für nichts zu schade. Seht her, liebe Freunde. Es hätte ein Geschenk für Rita gegeben. Jetzt werde ich es mir behalten wahrscheinlich. Wir haben hier 4 original verpackte Kamele. 2 in hell Tan oder normal Tan und 2 in Dark Tan. Die gab es ja jeweils nur in einem Set. So geht man mit teurem Zeugs um. Haben jeweils, ich glaube, 26 oder 27 € gekostet. Die haben wir das Schwede. Seht ihr?
in Tschechien bei einem Bricklink-Händler bestellt. Also für alle 4 inklusive Versand, ich glaube fast 120 €. Ich werde euch jetzt denken, ja. Aber die wollte ich Rita schenken, da sie ja bald Geburtstag hat. Und ja, jetzt werden wir sehen, was wir damit machen, weil ja dieser Platz hier verbaut ist. Wir haben hier hinten noch ein ganz kleines Gehege frei, wo ich mir vielleicht gedacht habe, dass wir hier 1 oder 2 Strauße reintun können. Ja, und hier ist noch was frei. Und hier in der Mitte, ich weiß nicht, wie viel Auslauf Kamele brauchen, aber wir werden uns das ansehen. Für den Moment bleiben Sie mal in der Folie drinnen. Hoffentlich schmeißt die niemand weg. Ja, das hoffe ich auch. Unsere Mütter sind da sehr gefährdet. Das ist das Update von mir heute. Blockpieces und so weiter werden natürlich bestellt. Auch hier sieht es noch sehr aus, weil natürlich hier immer wieder weitergebaut wird. Und das sind teilweise auch noch Teile vom alten Zoo. Aber wir werden hier unser Bestes geben. Und natürlich auch die alten Gehege, Skorpionschlange und so weiter, vielleicht auch noch ein bisschen aufmöbeln. Die Affen vertragen auch noch ein kleines Update und dann sehen wir uns bald wieder, hoffe ich. Definitiv. Also ich hoffe, euch gefällt unser Update und wie gesagt, es geht bald weiter. Bitte schreibt in die Kommentare, falls ihr noch irgendwelche weiteren Ideen habt. Wir lesen uns die gerne durch und verwenden natürlich speziell eure Ideen sehr, sehr gerne, denn es sind immer grandiose Sachen hier dabei. Also in dem Sinne, macht es gut, schreibt uns in die Kommentare, was wir verbessern können und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder mit einem neuen Café, denn ich glaube, der ist schon ziemlich leer. Der wird leer und kalt sein, aber das macht nichts. Wir sehen uns, liebe Freunde, und bis demnächst bei einem Update hier bei euren Lieblings-YouTubern. Christoph und Rita, Bricks Go Wild melden sich ab und tschüssi. Tschüssi!